Das ist der Transcaucasian Trail. Dieser führt durch Armenien, Georgien und Aserbaidschan. Der Trail wurde erst 2021 in seiner jetzigen Form veröffentlicht. Ein Teil der Strecke ist noch Off-Trail. Der armenische Teil ist 861 Kilometer lang und führt von der iranischen Grenze im Süden des Landes bis ganz hinauf zur georgischen Grenze im Norden. Durch die steinigen Berge und grünen Wälder von Sionik, über scharfe Klippen und Schluchten in Wayat Zor bis zu den über 3000 Meter hohen Giga Mountains endet der Trail in den Grassteppen von Tavush, Lori und Chirag. Und das bin ich. Ich liebe Waldwandern und bin immer auf der Suche nach Abenteuer und Dopamin. Doch warum? Ausgerechnet als Frau, allein, zu Fuß durch Armenien? Ganz ehrlich? Ich wollte wissen, wer ich bin. Es sollte mein erster Thru-Hike werden, also wo bloß anfangen? Ich packte, räumte aus, packte neu, testete, packte um, trainierte. Lüge. Meine ADHS machte die Aufgabe nicht unbedingt leichter. Einen Tag vor dem Abflug habe ich gepackt, noch schnell das Essen umgefüllt und schon ging es los. In Armenien angekommen, funktionierte meine Kreditkarte plötzlich nicht mehr. Was sollte ich tun? Ich saß fest, in einem fremden Land, ohne Geld und ohne die Sprache zu sprechen. Selbst das Geld für das Taxi vom Flughafen musste ich mir von meinem Hotel leihen. Zum Glück konnte ich über das Wanderforum für den Trail eine Britin kennenlernen, die den Trail bereits gegangen ist und sich in Erivan aufhalten sollte. Ob sie mir weiterhelfen könnte? Es hat geklappt. Es hat wirklich geklappt. Ich hab Geld, ich hab Cash, die Reise kann beginnen. Also ging es schnell zum Treffpunkt mit Jan, einem Niederländer, der zufällig am gleichen Tag wie ich mit dem Trail anfangen möchte. Mit einem Taxi sollte es die 380 Kilometer bis nach Meri, dem Start der Wanderung, gehen. Autofahren in Armenien war beinahe schon genug Abenteuer für mich. Jan. Das ist Moses, Jans Hund, der ihn die ganzen 1540 Kilometer durch Armenien und Georgien begleiten wird. Und das war unser erster Blick auf den Arvik Nationalpark. Na, Kleiner. Ist auch fertig, ne? Jetzt komme ich irgendwie hier so von hinten rumran an mein Hotel. Keine Ahnung, wo ich hier lang muss und ob ich hier richtig bin. Oh Gott, ist das irre. Okay. Wow. Das ist empfohlen worden. Ja. Cool. Dann gucken wir mal, ne? 31 € hierfür. Ich habe immer in eins der Zimmer geluschert. Da stehen irgendwie 5 Betten drin oder sowas. Alle von noch vor Sowjetzeiten. 31 €.
Jetzt darf ich 3 Kilometer zu Fuß zurücklatschen. Zu irgendeinem anderen Hotel. Zum Glück konnte ich bei Jan und Moses mit unterkommen. Doch leider habe ich hier direkt die Dusche zerstört. Oh, you found the other way? Yeah. Once in my life, I'd like to be a normal person who doesn't, do stupid things the whole... Fuck! Sorry. Do stupid things the whole time. So, first hotel, there wasn't a hotel. There was just a construction kind of building, there was nothing. Just a few rooms with men in it, and looked at me like, oh, there's fresh meat for tonight. So I went to the hostel from Moses and Jan and Moses, and I just wanted to take a shower. I just tried to shower. Now the owner's very stressed. No shower for anybody tonight. I was standing there, just wrapped in a towel in the middle of the building. Water all around me. Destroyed shower. And I really just could cry, honestly. It was the credit card, then the hotel, now this. I just want to go home already. I'm already done. It's just tough being me. Ja. Weg. So, Start vom TCT in Armenien. Today's trek is 25 km and just going up really high. It will be a long day, 25 km without water. Okay, wish me luck. It's harder to feel alone. Beyond your defenses, there is a life to hold. You're missing these moments, and they won't come back, you know. We're lost in the eyes, giving all alibis. Breaking bones, telling lies, letting go. We're lost in the eyes, giving all alibis. Breaking bones, telling lies, letting go. Letting go. I wanted to show you the trail condition map. I can't take a film during hiking because it's just too dangerous. There's no trail and it's going down quite deep. If there wouldn't be a blue backpack, no idea where to go. No idea. Better close all these windows and doors in the storm to come. We're lost in the eyes, giving all alibis, breaking bones, telling lies, letting go. We're lost in the eyes, giving all alibis, breaking bones, telling lies, letting go. Letting go.
richtig harter, anstrengender Tag heute, aber ich bin sehr glücklich. Endlich wieder wandern und liege jetzt im Zelt, weil ich schaffe nicht mehr. Ich habe 12 Kilometer vielleicht gemacht heute, wenn überhaupt. Dieser Trail ist so anstrengend, aber es ist richtig geil. Der erste richtige Weg, seit ich auf dem Trail bin. Ich bin im Himmel. Ein richtiger Weg. We stood in the moonlight. It's something sweet. Let it wash over all of me. With you I form my company. Forever close to the unknown. There's no doubts and no regret. Happy before we get another day to do it all again. Oh, throwing open all the curtains wide. Oh, not gonna miss a thing. Oh, nothing's promised to you in this life, but it's there for us to take. So live well, be bold, be brave. I have no idea where the trail is. No idea. So GPS says it goes this way. This looked more like a trail, but I don't know if I want to go down there. Especially because this is not the GPX route. This is the route. I got lost. Yep. No idea where to go. But at least it's beautiful. Oh shit. We are over 2,300 meters. 2300 Meter, ich glaube, so hoch war ich schon lange nicht mehr. Die ersten Nächte campten Jan und ich zusammen. Auf dem Trail trafen wir uns immer mal wieder. Es war gut, am Anfang nicht allein zu sein. Da hinten haben wir übernachtet. Jetzt sind wir seit über einer Stunde unterwegs. Und haben es jetzt hierher geschafft. Das sind so vielleicht 600 Meter in einer Stunde. Ja, geiles Wandern. Genauso liebe ich's. Ich bin echt so kurz davor, richtig auszurasten. Ich habe so keinen Bock mehr. Ich dachte, es geht hier ums Wandern und dass halt ein bisschen mal durch Büsche wandern ist, aber nur. Hier ist kein Weg. Und ich kann es nicht mehr, ehrlich. Never quit on a bad day heißt es, aber ich habe jetzt schon den 3. Scheißtag. Ich habe keinen Bock mehr. Ich möchte mich hier am liebsten hinsetzen und heulen und alles scheiße finden. Bringt ja nichts. Kommt ja keiner, um mich hier rauszuholen. Also muss ich weiter. Aua.
Das ist alles Beerenklau. Wenn man die Flüssigkeit von dieser Pflanze abbekommt, also den Saft auf die Haut und dann da Sonne drauf scheint, dann gibt es Verbrennungen, die sind übel. So, nachdem wir noch einen Tag hier weiter durch den Busch gerannt sind, aber es ist schon ein schöner Wald. Haben wir jetzt endlich einen Fluss gefunden, der auch noch voll ist. Hoffentlich kommen wir da gleich auch ran. We finished bushwhacking! Yay! Wir haben gerade eine Armenierin getroffen, die den Trail andersrum läuft und die hat ganz verwirrt reagiert auf die Frage nach dem Bushwhacking, ob wir da noch was haben werden. Hä, nee, jetzt sind nur noch normale Trails und sowas. Sie sprach scheinbar nicht gut genug Englisch, um zu verstehen, was wir mit Bushwhacking meinen. Zu früh gefreut. So, morgen wird ein sehr, sehr harter Tag. Mal gucken, ob wir es schaffen. 26 Kilometer bis auf 3000 Meter Höhe. Das wird heftig. Wenn man sich einen Campground oben am Fluss sucht, dann ist am nächsten Morgen halt alles nass und sehr, sehr kalt. Ja, das war eine sehr kalte Nacht. Ich habe meine Daunenhose vermisst. Was soll man machen, ne? Ist halt nass hier am Fluss. Ich bin locker eine Dreiviertelstunde vor ihm gestartet. Tschüss, Jan. Naja. Oh Gott, hike your own hike. Oh, ich bin einfach fertig, ey, ist das hoch hier. Da hinten liegt schon Schnee. Ich bin jetzt bei 2300 Meter. Ich habe keine Luft mehr. Alter, das ist ganz anstrengend. Es geht noch höher. Als ich bei 2900 Meter war, hätte ich am liebsten aufgegeben. Ich konnte nicht mehr. Wir machen jetzt gerade Pause bei 3070 Meter. Da hinten, das ist der Mount Kustup. Der ist nochmal 140 Meter Höhe. Und ich fresse meine ganzen Schokoladenbestände auf. Denn gleich laufen wir da hinten über ein Grat, über einen Berggrat. Das wird aufregend. Da brauche ich heute Schokolade.
Nach 3 Wandertagen stand unser erster Zero an. Untergekommen sind wir in der Nähe von Kapan. Schlachtfeld. Autofahren machte mir immer noch keinen Spaß. Ich dachte jedes Mal, ich werde sterben. In Kapan kauften wir unser Essen für die nächsten Tage ein. Wir hatten Hunger. Und dann ging es weiter. Have a nice day. Bye.